Und herzlich willkommen zum nächsten Quick-Tipp. Heute ändern wir mit Resource Packs das Aussehen von Blöcken mithilfe von Block-States und Block-Varianten. Jeder Block in Minecraft besitzt eine JSON-Block-Zustandsdatei, in der gespeichert wird, für welche Zustandsvariante welches Model ausgewählt werden soll. Jeder Block wiederum besitzt mindestens eine Variante, das Diamant erst zum Beispiel. Half-Slabs haben 2 Varianten, oben und unten, und der Button 12 Varianten, 6 für jede Ausrichtung, mal 2 für ein und aus. Block-Varianten gibt es in Minecraft sehr viele, insgesamt sind es 25 Stück. Natürlich hat nicht jeder Block alle Varianten, denn es wäre sinnlos, wenn das Diamanterz die Varianten ein und aus hätte. Trotzdem sind die JSON-Block-Zustandsdateien sehr interessant für Mapmaker, da man quasi aus einem Block mehrere verschiedene machen kann. Am besten sieht man die Verwendung der Block-Zustandsdateien in konkreten Beispielen. Anhand einer Handvoll Blöcke und deren Varianten zeige ich euch, wie wir sie in den Resource Packs unserer Maps verändert haben. Jede Variante trägt eine Bezeichnung. Beginnen wir mit der Normal-Variante. Blöcke, die nur über eine Variante verfügen, verwenden diese Bezeichnung. Hier wird das zu verwendende Model angegeben. Da der Block nur eine Variante hat, wird meistens auch nur ein Model angegeben. Aber man kann auch mehrere Models angeben, die in Minecraft dann zufällig ausgewählt werden. Dazu listet man jedes Model in einer JSON-Liste, also zweieckigen Klammern, auf. Kommas nicht vergessen. Wir haben das in unserer Map The Phone Call beim Diamanterz gemacht. Wie vorher bereits erwähnt, hat dieser Block nur eine Variante. Im Spiel sieht es dann so aus. Nehmen wir das Diamanterz und platzieren es in der Welt. So wird zufällig eines der Models ausgewählt. Außerdem kann man im Models Object noch einstellen, wie das Model gedreht werden soll und in welcher Häufigkeit das Model auftritt. Mit x gleich 90 wird das Model um 90 Grad um die x-Achse gedreht, mit y gleich 90 um 90 Grad um die y-Achse. UV-Log gibt an, ob die Textur des Models beim Drehen ebenfalls mitgedreht werden soll oder nicht. Standardmäßig ist hier False eingestellt, sodass sich die Textur automatisch beim Drehen des Models mitdreht. Die Häufigkeit wird unter Rate angegeben und berechnet sich wie folgt. Der angegebene Wert unter Rate durch die Summe aller in dieser Variante angegebener Rate-Werte gibt die Wahrscheinlichkeit in Prozent an, wie häufig das jeweilige Model genutzt wird. Hier hätten wir also eine Wahrscheinlichkeit von 70%, dass das Model Chest22 genutzt wird, da Rate von Chest22 durch Rate von Chest22 plus Rate von Chest33 gleich 70% ergibt. Gewissermaßen 0,7, weil 7 durch 10 gleich 0,7 ist und dann haben wir die 70%. Die nächste beispielhafte Variante, die bei vielen Blöcken vorkommt, sind die Facing-Varianten. Hier lassen sich wie vorhin auch verschiedene Models für eine Variante definieren. Der Unterschied liegt nur darin, dass wir für jede Ausrichtung jeweils eine Variante haben. Die Bedingung wird mit Bezeichnung der Variante gleich Wert definiert. Die Bezeichnung der Blockzustandsvarianten und deren erlaubten Werte findet ihr im Minecraft Wiki. Mit Facing North können wir also ein Modell festlegen, das gerendert wird, wenn der Block nach Norden zeigt. Die unterschiedlichen Varianten trennen wir mit einem Komma. Unabhängig davon lassen sich die Models immer noch individuell für jede einzelne Variante drehen und deren Häufigkeit festlegen. Die Grabsteine in The Phone Call lassen sich drehen, da wir einen Block ausgewählt haben, der die Facing-Variante besitzt. In dem Fall sind es die neuen Terrakotta-Blöcke. Hier kann man auch sehen, wie die Werte bei x und y verwendet werden können. Bei jeder Drehvariante verwenden wir zwar dasselbe Modell, drehen es aber eben jeweils noch um die y-Achse. Alle anderen Blockzustandsvarianten funktionieren genauso. Für diejenigen, die sich noch weiter mit Blockstates beschäftigen wollen, haben wir einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Ansonsten war es das auch schon. Wenn ihr das Video hilfreich fandet, dann lasst gerne ein Like da. Fragen beantworten wir wie immer gerne in den Kommentaren.